Ich grüße euch recht herzlich aus dem Winterwunderland. Ich habe richtig heute in der Früh, wie ich aus dem Fenster geschaut habe, einen Grinser auf dem Gesicht gehabt, weil ich gesehen habe, wie viel Schnee über Nacht gefallen ist. Und ich bin jetzt mit dem Auto hergefahren, extra hier zu meinem Lieblingsspot, wo ich in meinem Wohnort spazieren gehe. Und am liebsten, muss ich sagen, gehe ich echt im Schnee spazieren. Und das machen wir jetzt miteinander. Es sind noch nicht mal die Straßen hier geräumt, ihr seht das eh. Ich bin da jetzt einfach auf gut Glück hergefahren, in der Hoffnung, dass ich nicht stecken bleibe mit dem Auto. So wunderschön. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe so die Liebe für den Schnee total jetzt diesen Winter entdeckt für mich. Also ich habe mich hier ins Schnee-Winterwunderland total im letzten Urlaub verliebt, wie ich zu Silvester mit meinen Kindern nach Mariazell gefahren bin für ein paar Tage. Wir waren wandern am Berg oben, alles war zugeschneit und ja, meine Tochter hat auch heute in der Früh zu mir gesagt so, ja Mama, dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, es hat geschneit. Und das ist so schön, wenn die Bäume und Sträucher, wenn das alles angezuckert ist. Es ist alles heller, die ganzen Felder sind weiß, alles ist verspielter, heller. Ich finde das richtig toll. Ja, und ich habe das wirklich diesen Winter für mich lieben gelernt. Und genau so haben auch meine Spaziergänge angefangen, wie es im Januar so viel geschneit hat und der Schnee liegen geblieben ist für einige Zeit. Und dann beim Spazierengehen habe ich so meine Gedanken beobachtet. Und dabei habe ich mir dann gedacht, okay, diese Gedankengänge, die ich da habe, die könnte ich doch mit der Welt teilen und die Menschen daran teilhaben lassen, was mir da so durch den Kopf geht, wenn ich spazieren gehe, wie es mir dabei geht. Und auch meine Begeisterung für die Natur zu teilen. Das ist, letztes Jahr im Campingurlaub habe ich so richtig gemerkt, wie gut ich mich in der Natur fühle. In den Wäldern, in den Bergen, an den Seen. Und da habe ich auch die Liebe für Österreich entdeckt. Ja. Da habe ich die Liebe für Österreich für mich entdeckt. Meinem Heimatland, da wo ich geboren bin und aufgewachsen bin. Ja. Es war nicht immer leicht für mich. Für mich war als Wien-Geborene, habe ich immer gesagt, ich bin da in Wien geboren, in Wien aufgewachsen. Deutsch ist meine Muttersprache. Aber aufgrund meines slawischen Nachnamens, habe ich es echt nicht leicht gehabt. Für mich ist das mein Zuhause, meine Heimat.
Und für viele war das so, als würde ich meine Wurzeln verraten, nicht wissen, wo ich herkomme. Wie kann das sein? Slawischer Name und Österreicherin? Wie soll das zusammenpassen? Und ich habe da oft Widerstand erlebt. Und hatte immer das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen. Schaut sich das an, oh mein Gott. Das ist so schön. Das ist so schön. Ich bin richtig verliebt. Ja, und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich da rechtfertigen, dass das mein Zuhause ist. Das sind Kinder und Erwachsene, können manchmal echt grausam sein. Wow. Da fällt gerade Schnee runter. Wow. Das ist wunderschön. Ja. Aber ein Heimatsgefühl, das hat nichts mit der Herkunft der Vorfahren zu tun. Da, wo ich mich zu Hause bin, das ist doch meine Heimat. Da, wo ich mich wohlfühle. Da, wo ich mich verbunden fühle. Das hat doch nichts mit einem Namen zu tun. Der Genpool, ja, der wird beeinflusst. Meine Gene sind beeinflusst durch die Herkunft und die Erfahrungen meiner Vorfahren. Das natürlich, das streitet ja auch keiner ab. Aber das, wo ich mich zu Hause fühle, was ich als meine Heimat nenne, kann doch niemals durch einen Namen festgelegt werden. Es gibt Menschen, die sind hier geboren und aufgewachsen und fühlen sich zum Beispiel nicht hier zu Hause und beheimatet. Ja? Es ist hängt vom eigenen Gefühl ab, sage ich einmal. Und das, was einem auch von zu Hause mitgegeben wird. Denn ich habe als erstes Deutsch gelernt. Ich habe mit meinen Eltern zu Hause immer Deutsch geredet. Ja, das hängt von vielerlei Faktoren ab. Das Heimatsgefühl. Wie war die Kultur daheim? Welche Sprache habe ich als erstes gelernt? Wie bin ich aufgewachsen? Fühle ich mich denn da wohl, wo ich lebe? Und ich war in Deutsch immer einer der Besten in der Schule. Hatte immer Einser. Habe den anderen geholfen in Deutsch, die hier richtige Österreicher sind. Und dennoch hat man mich aufgrund meines Namens in einen Deutschförderkurs gesteckt. Also mein Aufwachsen, meine Vergangenheit, das war in vielerlei Hinsicht kein Zuckerschlecken. Das war echt schwierig.
Und ich glaube, wenn wir das jetzt wieder so ein bisschen auf die Astrologie beziehen, dass das ja zusammenhängt. Also ich glaube, ein Widder hat tatsächlich immer ein schwierigeres Leben, zumindest zum Start, das erste Drittel, würde ich jetzt einmal sagen, weil ein Widder einfach Durchsetzungskraft braucht, ein Widder mutig ist, neue Wege beschreitet, ein Widder ein Krieger, ein Kämpfer ist, so wird er ja doch immer deklariert. Und ich glaube, dass das alles zusammenhängt und auch einen Grund hat. Denn diese Kerneigenschaften, sage ich jetzt einmal, die so ein Sternzeichen beschreibt, die müssen doch erst doch mal geformt werden. Ja, das ist, glaube ich, auch so wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Und deswegen haben es, glaube ich, aufgrund meiner Beobachtung, ich habe das beobachtet, Widder hatten immer einen sehr schwierigen Start ins Leben, sehr schwierige, harte Umstände, die sie geprägt haben, die sie stärker gemacht haben, härter. Sie wurden quasi vom Leben immer dazu aufgefordert, zu kämpfen. Und ich glaube, dass das auch irgendwie so wie ein Bootcamp ist für uns. Wie ein Trainingslager. So, ja, das erste Drittel deines Lebens geben wir dir extreme Umstände, Lebensbedingungen, damit du deine Kernfähigkeiten perfektionierst und der Welt dann als Guide dienen kannst. Mutig bist, neue Wege zu beschreiten, die Kraft hast, dich durchzusetzen, komme was wolle. Ja, und das ist ja auch das, was ich im letzten Video gesagt habe. Ich habe so ein massives Vertrauen in mich gewonnen, dass ich keine Angst mehr habe, egal welche Hürde, welches Hindernis kommt. Ich weiß ganz genau, ich werde alles schaffen. Und in diese Balance zu kommen, dieses Bewusstsein zu haben, diesen Frieden in sich gefunden zu haben, ja, so ein friedvolles Leben sich erarbeitet zu haben. Das kommt ja aus dem Inneren. Das kommt daher, dass man viel kämpfen musste in seinem Leben. Und irgendwann sagt man, stopp, ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Und dann fokussiert man sich mit allem, was man hat, mit allen Sinnen, allen feinen Antennen, die man hat, darauf, wie schafft man es, sich ein möglichst leichtes, harmonisches, friedliches, ruhiges Leben aufzubauen. Es ist schon sehr hoch hier. Und ich habe früher immer geglaubt,
Menschen werden glücklich geboren. Ich habe mir immer gedacht, boah, die haben so ein Glück. Denen gelingt irgendwie alles mühelos. Ich glaube, ich muss da vom Wind weg. Stehen da nämlich so auf einem offenen Feld. Ich habe immer geglaubt, Glück ist was einem mitgegeben wird, was hausgemacht ist. Aber ich habe dann gelernt, nein, die Menschen wurden einfach durch ein hartes Leben geprägt, geformt und haben sich dann dafür entschieden, dass es ab jetzt leichter gehen darf. Nehmen ihr Leben selber in die Hand und achten darauf, dass ihr Leben glücklich ist, dass sie zufrieden sind, dass es ein leichtes und schönes sein darf. Diese Erkenntnis habe ich gewonnen durch diese ganzen Hindernisse, Hürden und auch durch meine Beobachtungen. Es ist ja auch so, dass die Menschen, die am wenigsten an Reichtum besitzen, oftmals die gütigsten, warmherzigsten und hilfsbereitesten Menschen sind. Weil sie ein Vertrauen ins Leben haben, weil sie auch auf Gott vertrauen. Viele sind da sehr vom Glauben gehalten, sage ich einmal. Der Glaube macht sie stark, der Glaube lässt sie vertrauen, dass immer genug da ist für sie. Und dass das Gute, was sie geben, auch immer wieder den Weg zu ihnen zurückfinden wird. Und ich habe letztens ein Video gesehen, das war so schön. Es ist wie eine Kette, als wären wir alle durch eine unsichtbare Kette miteinander verbunden. Und das, was ich einem Menschen mitgebe, das potenziert sich, das wird immer weitergegeben. Das heißt, wenn ich etwas Gutes tue, dann kriege ich das nicht von diesem Menschen zurück, sondern von einem anderen aus der Kette. Immer der gerade das Potenzial hat, es weitergeben zu können. Und von diesen Gedanken raus lässt sich es sehr wohl, finde ich, logisch erklären, dass wir alle miteinander verbunden sind, alle aus der gleichen Quelle entspringen und alle Teil des großen ganzen Kreises sind. Ja? So wie der Spruch, auch eine Hand wäscht die andere. Ja? Und zwei das Gesicht. Eine habe ich frei zum Geben und eine zum Empfangen. Auch da muss eine Balance geschaffen werden. Nicht nur geben, geben, geben und keine Hand frei haben zum Empfangen, sondern auch, ich gebe, ja, aber ich habe es auch verdient zu empfangen. Und wenn jeder nach diesem Credo lebt, dann denke ich mir, kommen wir dem, was das Menschsein ausmacht, einen Schritt näher. Nicht alles, was man hat, krampfhaft festhalten und nicht, was man hat, krampfhaft versuchen weiterzugeben. Du darfst etwas für dich behalten und einen Teil davon weitergeben. Und deswegen verstehe ich das nicht und finde auch, das gehört eigentlich verboten, dass einzelne Menschen so extrem viel Reichtum besitzen und horten und andere Menschen auf der Welt gar nichts haben. Ich finde das sehr ungerecht verteilt und das gehört geändert. Es gibt so viel Leid auf der Welt, so viel Schmerz auf der Welt.
Und wenn jeder nach diesem Credo leben würde, eine Hand behalte ich für mich und die andere habe ich frei zu geben, dann bräuchte es diese Ungerechtigkeit nicht geben. Das ist meine Meinung. Und ich bin alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Ich habe viel Schmerz, viel Leid ertragen, aber ich bin zufrieden und ich bin glücklich für wer ich bin, wer ich geworden bin, was ich erreicht habe, durch auch meine innere Arbeit, durch das Verantwortung übernehmen und mich nicht durch meinen Schmerz definieren. Ich habe einen Weg gefunden, all das aufzulösen. Den ganzen Schmerz, den ganzen Ballast. Weil wir dürfen nicht vergessen, da sind wir wieder beim Thema Herkunft. Uns wird auch einiges mitgegeben. Und wenn vorher unsere Vorahnen das nicht aufgearbeitet haben, dann sich das nicht bewusst angeschaut haben, dann ist es zwangsläufig ein bestehender Teil unseres Rucksacks, der uns mitgegeben wurde. Muster, Ängste, Glaubenssätze, all das wird uns mitgegeben. Und ich habe hingeschaut. Ich war die erste, sagen wir so, nicht die einzige, ich war die erste in meiner Generation, die eine Schulausbildung abschließen durfte, das Privileg hatte, studieren gehen zu können und die das Privileg hat, frei zu entscheiden, wie sie leben möchte. Und ich bin sehr demütig dem gegenüber, denn meine Mutter hatte es sehr schwer. Sie hatte ein sehr schwieriges, hartes Leben. Sie ist früh gestorben, 49, an Krebs. Ich habe sie am Sterbebett begleitet. Sie hatte nur mich. Ich war die schnell erwachsen werden musste, früh erwachsen werden musste. Und das Kindsein gab es bei mir nicht. Ja, meine Eltern haben sich früh getrennt. Meine Mutter ist ihr Leben lang alleine geblieben danach. Sie wurde schwer krank. Ich habe gekämpft um meine Ausbildung und ich habe gekämpft, um meine Mutter so lange wie möglich am Leben halten zu können. Und dabei selbst nicht unterzugehen. Ich glaube, dafür bin ich als wiedergeboren worden, denn das muss man mal stemmen, ohne dabei untergehen zu können, ohne in eine Sucht zu verfallen, ohne in seinem eigenen Schmerz zu ertrinken. Das muss man mal aushalten. Das war kein leichtes. Und deswegen habe ich dann irgendwann entschieden, so möchte ich nicht, dass es weitergeht. Und irgendwann habe ich genauer hingeschaut, warum ist denn mein Leben überhaupt so schwer? Es war für mich überhaupt schwer zu begreifen, ich bin die Erste aus meiner Ahnenlinie, die da in der Uni sitzt, im Seminarraum sitzt, im Vorlesungssaal sitzt, wo Hunderte von anderen Studenten sitzen. Und für mich war das so ein Demutsmoment. Ich bin die Erste. Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie. Ich bin die Erste, die das Privileg hat, diese Ausbildung genießen zu dürfen, die die Freiheit hat, diese Ausbildung machen zu dürfen, die keine Eltern hat, die sie früh arbeiten geschickt hat, damit mehr Geld ins Haus kommt.
Und ich ehre meine Großväter. Meine Großväter hatten eine Vision und wollten ein besseres Leben für ihre Nachkommen. Und dafür sind sie ausgewandert nach Österreich. Der Vater meines Vaters, den habe ich leider nicht kennengelernt, der ist früher an Krebs gestorben. Der war ein Offizier, ein Polizist, ein Polizeikommissar in seinem Heimatland. Hatte 9 Kinder und ist dann nach Österreich gezogen, damit er für seine Nachkommen ein besseres Leben erschaffen kann. Und der Vater meiner Mutter ist auch mit seiner Frau, mit seiner jungen Frau, die mit 15 schon verheiratet wurde und ihr erstes Kind bekommen hat, auch nach Österreich ausgewandert, um auch für seine Nachkommen ein besseres Leben zu erschaffen und zu ermöglichen. Und ich begegne meinen Großvätern, Vätern deswegen mit Stolz, mit Respekt, mit großem Dank, denn all das, was unsere Vorfahren geschaffen haben, fällt uns zugute, den Nachkommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte das beste Leben erschaffen. Einfach auch als Dank an meine Großväter, als Wertschätzung und Respekt an meine Großväter. Meine Mutter hatte es so schwer. Sie hat eigentlich den ganzen Ballast, das ganze Leid getragen, damit ich es mal besser habe, damit ich frei sein kann. Sie ist ausgebrochen aus diesem Kreislauf, hat einen christlichen Glauben angenommen. Ich wurde auch evangelisch getauft. Meine Mutter ist am evangelischen Friedhof in Wien begraben. Sie hat auch angefangen, spät eine Ausbildung zu machen und zu wählen, die mehr ihr entspricht. Man muss sich einfach vor Augen führen. Wie hatten es meine Eltern? Wie hatten es meine Großeltern? Vielleicht ist auch noch bekannt, wie deren Eltern gelebt haben. Ja? Wo kommen sie her? Was hatten sie für ein Leben? Und was wurde mir mitgegeben davon? Und allein an diesem Punkt habe ich Frieden mit allem geschlossen. Weil trotzdem haben es alle nach ihren Möglichkeiten, nach ihrem besten Wissen und Gewissen gemacht. Und all das habe ich angenommen und aufgearbeitet. Für all diese Generationen davor. Ich habe das Land und den Winter lieben gelernt. Ich ziehe in die Berge im Sommer. Ich wähle bewusst meine Heimat. Bin zwar in Wien geboren und ziehe in die Steiermark. Und ich habe das einfach aus meinem Herzen heraus entschieden. Ich habe das aus meinem Herzen heraus entschieden. Wie schön ist das, dass ich diese Freiheit habe, aus meinem Herzen entscheiden zu dürfen. Wie schön ist das? Und in den letzten Jahren habe ich das alles aufgelöst und mir ganz genau angeschaut, wo komme ich her, was wurde mir mitgegeben und was davon ist meines. Und am Ende ist immer mehr gebröckelt. Nichts davon ist meins.
Nur weil es meine Eltern schwer hatten, nicht die Freiheit hatten wie ich, muss nicht mein Leben auch so hart sein, auch so vorherbestimmt sein. Und da habe ich mir die Erlaubnis gegeben, ich zu sein, authentisch zu sein, frei zu sein, mutig zu sein und meinem Herzen zu folgen. Und ab da wurde das Leben leichter. Durch die eigene Erlaubnis, durchs eigene Freimachen. Und jemand, der heute mich kennenlernen würde und ein Gespräch mit mir führen würde, ich bin so entspannt und frei geworden, freudig und leicht geworden, habe mich wieder so mit meinem kindlichen Ich und meinen Kindheitsträumen verbunden. Der würde niemals erahnen, woher ich komme. Dass ich früh meine Kindheit aufgeben musste, schnell erwachsen werden musste, meine kranke Mutter gepflegt habe. Sie beerdigt habe früh, als ich selbst noch ein Kind war. Sie an ihrem Sterbebett begleitet habe, bis sie ihren letzten Atemzug genommen hat. Weil es mir wichtig war, dass in dem Moment, in dem sie so verletzlich ist und nichts mehr alleine machen kann, nicht alleine ist und mich an ihrer Seite hat. Das war mir sehr wichtig. Auch wenn das für mich bedeutet hat, jahrelang Albträume zu haben, immer wieder von dem Moment zu träumen, dass ich sie gehen lassen musste. Und das waren auch meine letzten Worte an sie. Es ist okay, du hast es gleich geschafft, du darfst gehen. Ich habe sie von der Verantwortung befreit, länger bleiben zu müssen, aus Schuld, Scham oder Pflichtgefühl mir gegenüber. Ich habe gesagt, es ist okay. Ich wusste, das war der Moment, wo ich sie gehen lassen musste. Und die Beziehung zu meinem Vater ist erst jetzt freier geworden. Es war nicht leicht. Er Steinbock, ich wieder. Wir hatten komplett konträre Vorstellungen von einem erfolgreichen Leben. Ich wollte Künstlerin werden. Er wollte, dass ich eine technische Ausbildung mache. Er hatte diese Pläne für mich. Ich hatte andere Bedürfnisse und Wünsche. Und als ich aufgehört habe zu kämpfen und in den Widerstand zu gehen und meine Bedürfnisse klar auszusprechen, Grenzen zu setzen und zu ziehen, ab da wurde es zwischen uns auch leichter. Ich glaube nämlich, wenn man die Klarheit im Innen gefunden hat, dieses Standhaftsein und Klarsein, wer bin ich und wo will ich hin und wie möchte ich leben, wenn man das für sich definiert hat, dann strahlt man das auch in jedem Wort, das man spricht, aus. Auch wenn es ruhig ist, aber man spürt, glaube ich, die Ernsthaftigkeit und die Klarheit. Ja, in jedem Wort, wenn man das in sich trägt. Das muss kein lautes Nein sein. Es muss einfach nur ein klares Nein sein. Und das darf man auch ruhig sprechen. Und man darf sich auch von Menschen trennen. Manche Menschen und manche Verbindungen und Beziehungen sind da, um uns zu formen. Die sind nie dafür gemacht worden, dass sie uns ein Leben lang begleiten. Das heißt, nur weil ein Mensch
in deinem Leben ist, der dir vielleicht Schuldgefühle macht. Ich habe das und das für dich gemacht. Ich habe alles für dich getan. Ich habe alles aufgegeben. Ich habe das für dich ermöglicht. Jetzt bist du mir das schuldig, dass du mir das quasi zurückzahlst, indem du das für mich machst. Das ist keine bedingungslose Liebe. Und schuldig ist man keinem was, außer sich selbst. Das Leben so zu leben und zu gestalten, wie es einem selbst entspricht. Das ist man sich, das Einzige, was man schuldig ist, sich selber. Sonst ist man meiner Meinung nach, das ist meine eigene Meinung, sonst ist man niemandem was schuldig. Und Menschen, die einen klein halten wollen, das ist keine wahre Liebe. Durch mein schwieriges Leben habe ich leider Gottes viele schlechte Beziehungen geführt, toxische Beziehungen geführt. Ich wurde angespuckt, ich wurde geschlagen, ich wurde beschimpft und beleidigt. Immer nur schlecht geredet, klein gehalten. Ich musste selbst erkennen und lernen, dass ich ein wertvoller Mensch bin, dass ich viel zu geben habe, dass meine Qualitäten nicht die gleichen sind wie von anderen Menschen. Ich habe immer nur das Potenzial in allen anderen gesehen. Das ist so eine Gabe, ein Talent von mir. Ich spreche mit einem Menschen und sehe sofort, was seine Stärken sind und was er daraus machen kann. Und deswegen habe ich immer viel zu viel gegeben. Da sind wir wieder bei dem, man hat zwei Hände, eine zum Geben und eine zum Empfangen. Und ich habe mit beiden Händen immer alles gegeben. Nur nicht für mich selbst. Und deswegen bin ich umso stolzer, dass ich mich hierher gekämpft habe. Zu sagen, ich bin bereit zu geben, ich bin bereit, trotz allem positiv gestimmt durchs Leben zu gehen. Ich bin bereit, dem Leben zu vertrauen und zu sagen, ich darf Gutes erwarten und das Leben ist ein schönes. Das Leben hält Freude für mich bereit und ich gehe in Freiheit und Leichtigkeit durchs Leben. Ich bin unglaublich stolz darauf, dass ich mir das erarbeitet habe und hier stehe und das weitergeben darf, wenn ich mir ansehe, woher ich komme. Und es ist schon Teil seiner Überwindung, mit euch über solche Themen zu sprechen, Dinge anzusprechen, die früher Schmerz ausgelöst haben in mir, die eine Seite von mir preisgeben, über die man so offen eigentlich nicht spricht oder wo man kein Bild oder so einen Stempel auf der Stirn hat, so dieser Mensch hatte es schwer, hat früh die Mama verloren, hatte toxische Beziehungen, wurde beleidigt, bestimmt geschlagen. Diesen Stempel hat ja keiner auf der Stirn. Das sind ja nicht so Dinge, die man einfach so offen jemandem erzählt, wenn man sich begegnet. Aber ich habe es verarbeitet. Ich habe es verarbeitet. Ich habe es losgelassen. Ich habe es akzeptiert, dass das Teil meines Lebens war. Und da kommen wir nun zum Punkt. Aber nicht bleiben muss. Und was ich an mir selber liebe, ist, dass ich mir Begeisterungsfähigkeit behalten habe, diese kindliche Begeisterung. Ich meine, schaut euch mal das an, wie schön es hier ist. Es ist so unglaublich schön hier. Und so ruhig. Und ich gehe hier einfach im Wald, im Schnee spazieren. Ich bin so stolz drauf, auf mich selber.
dass ich mir dieses Leben aufgebaut habe, dass ich diese Möglichkeiten mir geschaffen habe, dass ich das hier machen kann. Ja, an einem Freitagvormittag hier mit euch über Herzensthemen zu sprechen. Und das Leben, ich glaube, das Leben hat mich genau auf das vorbereitet. Den ganzen Schmerz, den ich getragen habe, den ich verarbeitet und losgelassen habe, der war nicht umsonst. Der hat mich zu dem geformt, zu dem Menschen, den ich heute bin, zu der Weisheit, die ich nun in mir trage, durch meine eigenen Erlebnisse, durch meine Beobachtungen, durch mein pures Sein, das mit euch zu teilen und ein Stück meiner Erfahrungen und Weisheit weiterzugeben an die Menschen da draußen. Diesen Drang hatte ich schon früh in mir, dass ich andere Menschen vor dem Schmerz, den ich erlitten habe, bewahren wollte. Das war schon früh in mir drinnen. Deswegen habe ich dieses Helfersyndrom immer gehabt, dieses ich gebe mit beiden Händen, ich weiß, wie schwer es sein kann und ich möchte dir das ersparen. Das hatte ich schon immer in mir. Schon als Kind war ich immer die, die geholfen hat. Und es war, als hätte der Himmel heute Nacht mich gerufen und hat mir diesen Schnee geschickt, weil meine Laune war in der Früh und die Energie, die war so hoch. Und ich habe mir gedacht, wow, die Natur, das Universum wusste sofort, wenn wir dann Nicole einen Schnee schicken, eine Schneelandschaft schicken, die wird spazieren gehen und die wird über ihre Themen sprechen. Und ich glaube ans Schicksal, ich glaube an Dinge, die vorherbestimmt sind, an Seelenverträge, ich glaube an all das. Und nichts ist im Leben umsonst. Und wenn man sich anschaut, woher man kommt und was man transformiert hat, dann kann man das für sich nutzen als Schlüssel. Als Schlüssel für sein Leben nach seinen Bedürfnissen und Wünschen. Die ja aus dem entstanden sind durch das, was man erlebt hat. Ja? Weil hätte ich nicht so ein schweres Leben gehabt, hätte ich nicht so diesen starken Drang und Bedürfnis gehabt, ein harmonisches Leben zu leben, ein friedliches und freies Leben zu leben. Ja? Wäre mein Leben nicht so begrenzt gewesen, eingeengt gewesen, limitiert gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich nicht diesen starken Drang gehabt, mich befreien zu wollen, es anders machen zu wollen, neue Wege beschreiten zu wollen. Ja? Ich glaube, dass man sich das wirklich zunutze machen kann als Schlüssel für sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Ja, und gemeinsam sind wir da, um das Leben auf der Erde zu verändern. Wie ich vorhin gesagt habe, wir sind durch eine Kette, durch einen unsichtbaren Faden alle miteinander verbunden. Wie im Kleinen, so im Großen. Und wenn wir uns dieser Verantwortung bewusst sind und diese Verantwortung bereit sind anzunehmen, dass wenn ich es für mich besser mache, automatisch für alle anderen auch möglich mache, indem ich so bin, wie ich bin und das zeige und auslebe, gebe ich jedem auch die Chance und die Möglichkeit, als Spiegel zu fungieren. Ja? Denn ich glaube wirklich, dass gewisse Konversationen auch als Schlüsselmomente für andere Menschen sind. Ja? Indem ich jetzt mutig bin und offen über gewisse Dinge und Ansichten spreche, meine Meinung teile, rege ich ja auch dadurch eine andere Denkweise an. Das meine ich damit.
So verändern wir uns gegenseitig. Im Kleinen und dann im Großen. Und ja, natürlich passieren da draußen ganz, ganz schreckliche, schlimme Dinge. Darüber braucht man nicht reden. Aber wenn ich die Verantwortung übernehme und es mir erlaube, als erstes an mir zu arbeiten und dann mir bewusst bin, okay, ich habe an mir gearbeitet und jetzt darf ich das weitergeben. Und wenn jeder nur einen an der Hand nimmt, wie ich schon gesagt habe vorhin, eine Hand habe ich zum Geben und eine zweite habe ich für mich. Dann ja, leuchten ganz viele Lichter auf der Erde auf. Denn jeder hält mit seiner freien Hand den anderen. Einen anderen. Das erinnert mich irgendwie an den Michael Jackson Song. Mit den Kindern. Ich glaube, we are the world, we are the children. So irgendwie ging das. Genau. Und wenn ich nicht nur eine Mauer um mich herum aufbaue und sage, nein, alles andere auf der Welt interessiert mich nicht. Ich interessiere mich nur für mich, wenn wir diesen Schutzwall abbauen und sagen, okay, das ist zwar jetzt nicht direkt mein Kind, aber ich sehe es trotzdem in meiner Verantwortung, darauf zu achten, dass es diesem Kind gut geht. Wenn mir etwas auffällt, dass ich das melde, dass ich nachfrage und nicht wegschaue. Nur das. Dann erhöhen wir automatisch die Achtsamkeit auf der ganzen Welt, indem wir nicht länger wegschauen, sondern in die Verantwortung und dieses Bewusstsein gehen. Wir sind alle miteinander verbunden. Wir entstammen alle aus der gleichen Quelle. Wir führen hier gemeinsam das Leben auf der Erde. Wir teilen Schmerz und Freude miteinander. Und wenn ich mir das bewusst mache, ich schaue nicht weg, sondern schaue hin, dann können wir gemeinsam im Kleinen und dann gemeinsam im Großen viel bewirken. Genau. Und in diesem Sinne möchte ich mich gerne verabschieden und das so stehen lassen. Schreibt mir gerne eure Gefühle und Gedanken in die Kommentare. Ich habe auch ein Buch geschrieben über meinen Schmerz. Das findet ihr auf Amazon. Habe ich auch daraus geschrieben, um anderen so als Licht ein bisschen, so als leitendes Licht zu dienen. Ich zeige meinen Schmerz auf und auch einen Weg, wie man es daraus schafft. So als kleinen Lichtimpuls, wenn es einmal dunkel ist. Ja, den Link dazu findet ihr in meiner Videobeschreibung. Schaut gerne mal rein, falls ihr das Bedürfnis habt, da Ausschau zu halten nach einem Werkzeug, um euch zu helfen auf eurem Weg. Und ja, wenn ihr wollt, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.